möchtest in die Welt der Studiofotografie einsteigen und bist total überwältigt von allem, was es gibt und weißt gar nicht, was du nehmen sollst, gar kein Problem. Heute nehme ich dich mit und ich zeige dir, was ich nehmen würde, wenn ich wieder bei Null starten müsste. Und das Beste, du brauchst gar nicht viel Geld ausgeben. Ich zeige dir Produkte, die funktionieren und zwar aus eigener Erfahrung. Keine leeren Versprechungen. Alle Links zu den Produkten findet ihr unten in der Infobox. Nur zur Transparenz. Es handelt sich dabei um Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr darüber einkauft, zahlt ihr keinen Cent mehr. Aber ich bekomme eine klitzekleine Provision, die ich selbstverständlich in neuen Content für euch fließen lasse. Und jetzt, los geht's! Ein stabiler Hintergrundständer ist das A und O. Mein erster war leider von einem Amazon Starter Pack und was soll ich euch sagen? Es war alles andere als stabil und auch die Höhe war nicht vielseitig anwendbar. Ich habe mich trotzdem nicht davon limitieren lassen und habe ihn fast bis vor kurzem eigentlich benutzt. Dennoch, wenn ich wieder bei Null anfangen würde, würde ich direkt einfach ein bisschen mehr Geld, es ist trotzdem relativ wenig, in ein gutes Hintergrundsystem investieren. Zum Hintergrundsystem benötigen wir natürlich auch einen Hintergrund. Da habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel ganz einfachen Stoff verwenden oder ihr kauft euch Papierhintergründe oder welche aus Vinyl, den habe ich auch in weißen ganz großen, weil den kann man abwischen, das ist ganz praktisch. Oder was ich als allererstes hatte, war so ein Pop-up-Wendehintergrund. Vorteil ist, dass er relativ leicht zu verstauen ist und er ist halt flexibel zu mitnehmen, genauso wie der Stoff. Einziger kleiner Nachteil ist, der verzieht sich mit der Zeit und der ist nicht für Ganzkörperporträts geeignet, weil man unten die Abrundung hat. Aber sag mal, Dreiviertel oder Close-Ups gehen damit ganz wunderbar. Als drittes braucht man natürlich Licht, weil wenn kein Licht, kein Foto. Wenn ihr wie ich ein ganz kleines Wohnzimmer-Setup habt, reicht auch ein ganz einfacher Aufsteckblitz. Ihr müsst da wirklich nicht allzu viel Geld investieren. Wenn ich wieder bei Null starten würde, würde ich entweder meinen Godox V1 wiederholen, der hat mir bis jetzt gute Dienste erwiesen und ich benutze ihn immer noch. Oder vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr Geld übrig hätte, den Godox AD200 Pro. Der Godox AD200 Pro hat ein bisschen mehr Power, sodass man auch ein bisschen kürzere Recyclingzeiten hat und den Blitz nicht so bis zum Limit ausreizen muss. In der Infobox verlinke ich euch aber verschiedene Optionen für jedes Budget. Als viertes haben wir natürlich noch den Lichtformer. Auch hier gibt es natürlich 1001 Möglichkeit. Für den Anfang würde ich entweder eine Softbox oder einen Reflexschirm empfehlen, weil beides tatsächlich sehr schönes, weiches Licht macht und das ist das, was man möchte. Ich habe damals mit dem Reflexschirm gestartet und ich habe es nicht bereut. Ich würde euch einen Durchmesser von 90 cm wählen, weil das eigentlich ein guter Allrounder ist und das Gute ist, den kriegt ihr auch durch Türen durch, weil der Türrahmen ungefähr die Größe hat. Wenn ihr euch für die Softbox entscheidet, dann würde ich eine mit Schnellöffnungssystem wählen, weil eins kann ich euch sagen, wenn ihr es kompliziert habt beim Aufbauen, werdet ihr es nicht benutzen. Der Reflexschirm geht super leicht auf. Wenn ich jetzt mich entscheiden müsste zwischen einem von beiden, würde ich tatsächlich die Softbox nehmen, weil die 2 Diffusionsschichten hat und das Licht noch ein bisschen gleichmäßiger und ein Ticken weicher ist. Aber für den Anfang tut's beides vollkommen. Der 5. Punkt ist optional. Das ist ein Reflektor. Ihr könnt natürlich später auch noch einen zweiten Blitz benutzen, zum Beispiel mit einer Stripbox, aber im Endeffekt könnt ihr mit einem Blitz wunderbare Ergebnisse erzielen und dann holt ihr euch Reflektoren. Reflektoren gibt es in verschiedenen Größen und Formen, zum Beispiel hier. Da habt ihr eins, den benutze ich gerne und ansonsten könnt ihr aber auch einfach einen weißen Tisch, den benutze ich zum Beispiel auch viel, oder Styroporplatten benutzen. Da könnt ihr ganz einfach sein. Aber es ist immer gut, wenn man eine Möglichkeit hat, um die Schatten aufzuhellen, immer da, wo es nötig ist. Als 6. natürlich nicht zu vernachlässigen, der Lichtständer. Hier habt ihr natürlich mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt einen einfachen Lichtständer oder einen C-Stand verwenden. Der C-Stand hat den Vorteil, dass ihr so auch das Licht über den Kopf von dem Modell anbringen könnt, ohne dass ihr den Lichtständer im Weg habt und drumherum frickeln müsst. Deswegen würde ich, wenn ich bei Null anfange, mir wieder einen C-Stand holen. Natürlich könnt ihr auch einen einfachen Lichtständer wählen, damit könnt ihr auch super viele Sachen erzielen und die sind deutlich günstiger als der C-Stand. Als letztes braucht ihr natürlich eine passende Kamera, Objektiv und natürlich einen Funktransmitter, damit ihr die Blitze steuern könnt. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie ihr euer Home-Studio ganz einfach aufbauen wollt. Wenn ihr jetzt sehen wollt, welche Ergebnisse ihr mit so einfachen Setups erreichen könnt, dann klickt auf die verlinkten Videos und ich sage bis nächste Woche. Ciao!